Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute dreht sich alles um den neuen Wildschwein Great One, der mit der Map Schottland neu hinzugefügt wurde. Heute schauen wir uns an, wo ich ihn grinde und wo ich ihn empfehlen würde, ob man Feeder nutzen sollte oder lieber die Trinkzeiten bejagen sollte und wie am einfachsten der Grind zu machen ist. Ich wünsche euch viel Spaß jetzt mit dem Video. Wir starten rein. Da im Titel ja schon steht, um welche Map es sich heute handeln wird, werde ich weniger darüber reden, welche Maps zur Verfügung stehen, sondern warum ich Quattro Colinas genommen habe. Es gibt natürlich auch noch die Maps Tor na Shean, das ist die neue Map Schottland, die rausgekommen ist. Viele nutzen da den Feeder Grind. Ich habe mir aber dabei gedacht, man kann weniger auf Herd Management dort eingehen, weil man nicht genau weiß, ob man alle Zonen wirklich hat, die man in diesem Bereich haben kann. Deswegen habe ich mich auch für Quattro Colinas entschieden. Quattro Colinas hat die Trinkzeit von 0 bis 3, das heißt es ist wieder ein Nachtgrind. Für mich macht es aber wieder keinen Unterschied, weil für mich ist es eigentlich ein normaler Grind. Wenn Leute das nervt, könnt ihr natürlich auch gerne den Feeder Grind auf Tor na Shean machen, denn der findet ja bekanntermaßen am Tag statt. Außerdem habe ich mich auch für Quattro Colinas entschieden, weil dort relativ wenig Zonen bzw. Seen einbezogen sind, die auf der Map verteilt sind. Die Seen bzw. die Flüsse, die einbezogen sind auch wirklich immer sehr nah an Lodges und man kann sie relativ schnell aufbauen. Das ist auch so eine Sache, die mich dazu gebracht hat, Quattro Colinas auszuwählen. Solltet ihr euch jetzt für eine Map entschieden haben, also Schottland, Medved Taiga, Fischfelden oder Quattro Colinas, dann müsst ihr euch natürlich fragen, sollte ich lieber Fress- oder Trinkzonen bejagen? Wenn ihr gerne auf Fischfelden jagen wollt, würde ich euch definitiv empfehlen, die Fresszonen zu jagen, da die auf offenen Feldern sind. Wenn ihr da die Feeder gut einsetzt, dann könnt ihr auch wirklich sehr gut da jagen. Weil die Trinkzonen auf Fischfelden sind eher so waldig und relativ schwer zu bejagen, vor allem bei den Wildschweinen. Auch auf Schottland würde ich definitiv die Fresszone empfehlen, denn es gibt wirklich nur 2 richtige Seen, wo die Wildschweine trinken und sonst nur einen kleinen Fluss und der ist echt schwer zu bejagen, wenn man an Trinkzeiten jagt. Deswegen würde ich das ganze Feeder-Setup empfehlen, was andere Content Creator schon erstellt haben. Könnt ihr euch gerne einmal anschauen. Bei Medved Taiga würde ich tatsächlich auch wieder hier die Trinkzone empfehlen, denn Medved Taiga ist auch wieder relativ offen, von den Trinkzonen her kann man relativ gut jagen. Aber jetzt kommen wir auch zu Quattro Colinas und wie der Grind auf Quattro Colinas geht. Warum ich Quattro Colinas genommen habe, habe ich ja eben schon erzählt und warum ich die Trinkzonen nehme, ist ganz einfach. Ich finde es deutlich angenehmer bei Trinkzonen zu jagen und vor allem, wie gesagt, das Herd Management kann man dort viel besser machen. Dann kommen wir zum Grind. Wie jedem Grind hat man ja 16 Zelte und 32 Drypots zur Verfügung. Wir werden alle 16 Zelte nutzen und sie auf ungefähr 11 bis 12 Spots verteilen. Die Spots werde ich später nochmal einblenden. Und dann müsst ihr natürlich so machen, dass ihr etwas zu laufen habt, denn es ist auch wichtig, dass der Respawn funktioniert. Und wenn ihr dann zu schnell mit der Runde durch seid, ist es dann blöd für den Respawn und das kann dann wieder eine Weile dauern. Deswegen werde ich auch gleich hier meine Karte einblenden, mit der ich jage. Dann kommen wir zum Loadout und die Waffen. Als erstes würde ich euch definitiv einmal die Asina wählen, die den Grind deutlich erleichtert. Zwar ist sie nicht verwertungsgerecht, aber man kann die Tiere deutlich schneller legen. Als zweite Waffe habt ihr die Wahl zwischen einer 2 bis 6er oder zwischen einer 4 bis 8er oder vielleicht sogar 4 bis 9er Waffe. Das könnt ihr euch frei aussuchen. Ich habe einfach mal gewechselt auf die Oldsson und es funktioniert auch eigentlich ganz gut, aber ich teste gerne mal andere Waffen aus. Ihr habt hier also wirklich die freie Wahl an Waffen. Empfehlen würde ich euch aber die Sasa oder vielleicht sogar die Hanson. Als nächstes würde ich natürlich auch das Nachtsichtvisier einmal mit einpacken von der Waffe und das normale Odin-Visier oder Hyperion-Visier, je nachdem was ihr nutzt. Natürlich auch ein Nachtfernglas, damit man die Wildschweine noch gut in der Nacht erkennen kann. Das ist nochmal ein bisschen anders als bei den Wölfen auf Yukon, finde ich, denn irgendwie ist es auf Quattro Colinas nochmal dunkler als auf Yukon. Hier ist nochmal mein ganzes Grind-Setup mit allen meinen Grindzonen, die ich bejage. Die ganze Map findet ihr auch noch auf meinem Discord. Als letztes gehe ich nochmal auf meine Tipps ein, die ich euch auf den Weg geben würde. Und zwar immer, wenn ihr die Zeit zurückstellt, würde ich auch nochmal ins Hauptmenü gehen. Das ist so ein bisschen ähnlich wie bei den Wölfen. Die spawnen beim Hauptmenü deutlich besser, als wenn ich die Zeit einfach nur 1 Minute zum Beispiel zurückstelle. Das ist so mein Tipp. Auf jeden Fall immer mal ins Hauptmenü gehen, wenn ihr keinen Spawn habt. Dann geht ihr einfach ins Hauptmenü und dann schaut mal, ob die Tiere dann da stehen. Denn das funktioniert bei mir relativ gut. Am Anfang hatte ich immer mal so Zonen, wo nur noch Weibchen drin standen. Das hat wohl damit zusammengehangen, dass da einzelne Männchen in der Zone drin waren. Da müsst ihr auf jeden Fall mal gucken. Und wenn dann immer keine Männchen reinspawnen sollten, einfach diese Zone abbauen und dann findet sich irgendwann wieder ein Männchen vielleicht da drin. Und wenn nicht, dann lasst ihr sie trotzdem weg.
Jetzt habe ich wieder konstanten Respawn und Zonen mit nur Männchen drin. Das funktioniert bei mir astrein. Was ich nochmal erwähnen wollte, ich mache momentan zwar kein Herd-Management, habe es aber vor zu machen. Solltet ihr da irgendwelche Fragen zu haben oder generell Fragen zu haben zu dem, was ich jetzt gerade erzählt habe, schreibt das gerne in die Kommentare. Ich werde es beantworten. Und wenn euch dieser Guide gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr eine positive Bewertung da lasst. Auf Twitch bin ich immer meistens samstags früh live. Da könnt ihr natürlich gerne vorbeischauen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Reinschauen. Bis dahin und ciao.